In der Preußischen Akademie der Künste in Berlin wurde eine italienische Buchausstellung in Anwesenheit führender Persönlichkeiten Italiens, Japans und Deutschlands eröffnet. Botschafter Alfieri, Reichsminister Rust und General Oshima. Die Ausstellung gibt ein umfassendes Bild über die Entwicklung des italienischen Buches und zeigt darüber hinaus hervorragende Leistungen alter und moderner italienischer Druckkunst. Venezianische Buchbinderarbeit aus dem 14. Jahrhundert. Reichsminister Dr. Goebbels bei der Besichtigung der Ausstellung. Diese Schau beweist den schöpferischen Kulturwillen der Achsenmächte auch während des Krieges. Die Erstausgabe von Dantes Göttlicher Komödie. Die ersten Notendrucke. Ein Werk über Kampfmaschinen aus dem 14. Jahrhundert. Generalfeldmarschall Keitel, der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, traf auf Einladung des ungarischen Honvedministers Barta zu einem mehrtägigen Besuch in Budapest ein. Kranzniederlegung am Ehrenmal der Gefallenen des Weltkrieges. Spanien feiert den 8. Jahrestag der Gründung seiner Phalange. Ein Fackelzug führt vom Innern Madrids zum Escorial. Der Minister des Auswärtigen, Serrano Suñer, am Grabe Primo de Riveras. In Anwesenheit des Caudillo fand am nächsten Tag in der Basilica del Escorial die Gedenkfeier für den Gründer der Phalange statt. Auf der alten Osloer Festung Akershus wurde Vidkun Quisling, der Führer der Nationalsammlung, in feierlichem Staatsakt zum Ministerpräsident Norwegens ausgerufen. Rechts Vidkun Quisling, in der Mitte Reichskommissar Terboven. In seiner Rede kennzeichnete der Reichskommissar den langen erfolgreichen Kampf Vidkun Quislings und stellte dabei besonders die Volksverbundenheit der Erneuerungsbewegung Norwegens heraus. Vidkun Quisling schloss seine Ansprache mit den Worten: Deutschlands Sieg ist Norwegens Sieg. Norwegen war ein Reich, es soll ein Volk werden. Fackelzug zu Ehren Vidkun Quislings.
Das Unterseeboot des Ritterkreuzträgers Kapitänleutnant Bigalk kehrt von erfolgreicher Feindfahrt in seinen Einsatzhafen zurück. Kapitänleutnant Bigalk versenkte den britischen Flugzeugträger Unicorn. Nach langer Fahrt die erste Feldpost. Und hier die Rückkehr des Unterseebootes von Ritterkreuzträger Kapitänleutnant Lüth. Kapitänleutnant Lüth versenkte bisher 159.000 Bruttoregistertonnen feindlichen Schiffsraumes. Der Besatzung wird ein herzlicher Empfang bereitet. Andere Boote werden zu neuer Fahrt klargemacht. Auslaufen zur Feindfahrt. Ein letzter Händedruck. Blumengeschmückt verlassen die Boote den Hafen. Ihr Ziel ist die Atlantikküste Nordamerikas. Und hier deutsche Unterseeboote in der Ostsee. In der Fahrrinne eines Linienschiffes erreichen die Boote das offene Meer. Minensucher und Eisbrecher machen die Fahrt für einen Geleitzug frei. Immer wieder müssen die Deckaufbauten vom Eis befreit werden. Eine gefährliche Schlitterbahn. Meldung an Geleitzug. Fahrt ist frei. An der finnischen Front. Deutsche Flakkanoniere beim Bau von Schneehütten. Hier herrschen 39 Grad Kälte. Nahaufklärer werden startbereit gemacht. Die Startbahn wird festgewalzt. Das Gesicht wird zum Schutz gegen den Frost eingefettet. Aufnahmen mit der Handkamera.
Über den Wäldern Ostkareliens. Auswertung der Aufnahmen. Gut getarnte Panzerkolonnen der Sowjets sind erkannt. Meldung an die Stukas. Ihre Bomben sollen den Feind noch vor seinem Einsatz vernichtend treffen. Auf der Erde werden finnische Verbände eingesetzt, um erkannte Bereitstellungen der Sowjets zu bekämpfen. In guter Deckung arbeitet sich ein Spähtrupp an den Feind heran. Die Bolschewiken sind gestellt und werden von mehreren Seiten zugleich gepackt. Eine von den Sowjets gesprengte Schleuse des Stalin-Kanals. Auch diese Zerstörungen, durch die das Land weithin überschwemmt wurde, konnten den finnischen Vormarsch nicht wesentlich beeinträchtigen. Im Raum vor Leningrad. Ski aus den Wintersachensammlungen der Heimat. Mit Lastkraftwagen werden sie an die Front gebracht. Leichte Schlitten für Infanteriewaffen und für Transporte zu den vorderen Linien. Der Betrieb auf den Nachschubstraßen reißt nicht ab. Der scharfe Frost lässt den Atem zu Eis erstarren. Flaksicherung. Ein Geschütz auf Schlittenkufen. Batterie in Feuerstellung. Auf Schlitten werden warmes Essen und Munition herangebracht. Stellungsbau. Die Erde ist steinhart gefroren. Wo die Spitzhacke versagt, muss gesprengt werden. In harter Arbeit wird Meter um Meter dem Boden abgerungen. Holz für Blockhütten und Unterstände. Hunderte von Kanonenöfen. Alarm! Feuer auf die Stellungen der Sowjets, die sich zu neuem Angriff sammeln. Am mittleren Frontabschnitt. Auf den Bahnhöfen hinter der Front laufen ununterbrochen neue Züge ein. Sie bringen über weite Strecken Waffen, Munition, Verpflegung und anderes Nachschubgut heran. Jedem Zug sind ein paar Waggons mit Spenden aus der Woll- und Wintersachensammlung angehängt. Von den Bahnhöfen gehen die Spenden so schnell wie möglich zu den Divisionen und von dort aus zu den Bataillonen, Kompanien und Batterien.
In diesem ehemaligen GPU-Palast hatten die Sowjets vor ihrem Rückzug die Zentralheizung zerstört. Unsere Soldaten haben sich auch hier zu helfen gewusst. Jedes Zimmer hat nun seine eigene Heizung. Männer der Organisation Tod halten die Rollbahnen schnee- und eisfrei. Hier wird mit vereinten Kräften ein Lastkraftwagen wieder flott gemacht. Die Arbeit dieser Männer, die Tag und Nacht eingesetzt werden, hilft mit, den Nachschub für die kämpfende Truppe sicherzustellen. »40 Grad Kälte. Gradschützen machen Wärmepause.« Mit noch halb erstarrten Gliedern wird die Fahrt fortgesetzt. Rechts und links der Straße türmt sich der Schnee. In den vorderen Linien des mittleren Frontabschnittes. Die starke Kampftätigkeit reißt hier nicht ab. Immer wieder gilt es, die Massenangriffe der Sowjets abzuwehren und in kühn geführten Gegenstößen ihre Bereitstellungen zu zerschlagen. Angriff auf eine Ortschaft. Die Bolschewiken haben auch hier die Häuser in Brand gesteckt. Reichsmarschall Hermann Göring begab sich zu einem mehrtägigen Besuch nach Italien. Empfang durch den Duce in Rom. Fahrt zum Quirinal, wo der Reichsmarschall vom König und Kaiser empfangen wurde. Generalfeldmarschall Kesselring. Der Reichsmarschall stellt dem König die Herren seiner Begleitung vor. Besprechung mit dem Duce. Von Rom aus begab sich der Reichsmarschall nach Sizilien, wo er Verbände der deutschen Luftwaffe besichtigte. Überfahrt nach Sizilien. Rechts General der Flieger Lörzer, der alte Frontkamerad des Reichsmarschalls. Auf Sizilien. In einem Einsatzhafen unserer Jagd- und Kampfflieger. Eichenlaubträger Oberstleutnant Lützow. Eichenlaubträger Major Freiherr von Malzahn. Dritter Kreuzträger Oberst Reitel.
Auszeichnung von verdienten Soldaten. Das Deutsche Kreuz. Es wird für vielfach bewiesene hervorragende Tapferkeit verliehen. Der Reichsmarschall spricht zu seinen Fliegern, die von hier aus die Afrika-Front wirksam unterstützen. Besichtigung von Flakstellungen. Deutsche Jäger starten. Sie sollen den Flug eines Kampfgeschwaders gegen Malta sichern. Bei unseren Soldaten in Afrika. Neue Panzer rollen über die Via Balbia an die Front. In Adjedabia. Generaloberst Rommel grüßt seine siegreichen Soldaten. Vormarsch ostwärts von Adjedabia. Überall kennzeichnen brennende britische Panzer den Rückzug des Feindes. Gefangene Inder. Auch hier mussten wieder nach bewährtem Muster britische Hilfsvölker den Rückzug der Engländer decken. In überraschendem Angriff hat Generaloberst Rommel mit seinen deutschen und italienischen Verbänden den Feind geworfen und jagt ihn immer weiter nach Osten zurück. Generaloberst Rommel hat die Hoffnung der Engländer, die unter Einsatz stärkster Kräfte die deutschen und italienischen Verbände in wenigen Tagen aus Afrika hinauswerfen wollten, zunichte gemacht.